Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frage-Antwort-Video. Markus hat sich gemeldet, er hat ein Problem und zwar ist seine Lippe nicht ganz dicht. Kurzum, an den Mundwinkeln entweicht ihm Luft. Er möchte natürlich dann dementsprechend dagegen trainieren, damit dieses weggeht und die Luft beim Trompetespielen auch ins Instrument geht und nicht auf dem Weg dorthin schon an den Mundwinkeln oder an einer anderen Stelle verloren geht. Der erste Schritt, den hat Markus schon gemacht, er ist sich dem Problem bewusst geworden. Wenn du jetzt einen Ton aushältst, kannst du mal versuchen, Markus, mit dem Finger herausfinden, ob du an der Oberlippe oder an der Unterlippe durch nur das Auflegen oder durch einen leichten Druck schon merkst, dass es besser wird oder schlimmer wird. Dadurch, dass wir uns sozusagen dann bewusst werden, an welcher Stelle das Ganze ist, können wir auch punktuell darauf trainieren, dass unsere Muskulatur dort auch dicht hält. Das heißt, wir haben dort eine Schwachstelle, der Muskel hält nicht ganz die Lippen dicht, dort entweicht dann Luft, das ist eine Schwachstelle. Dementsprechend müssen wir uns natürlich um unsere Ansatzmuskulatur kümmern, diese trainieren. Es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, da habe ich hier schon mal ein Video aufgenommen, das kannst du dir auch gerne anschauen, um zum Beispiel Gerätschaften kennenzulernen, mit denen man es eben auch trainieren kann. Wir haben jetzt keine Gerätschaft da, das heißt, wir nähern uns dem Problem auf andere Art und Weise an und ich empfehle dir immer, dich vorm Spiegel zu setzen. Und jetzt experimentieren mit unserer Lippe rum. Zum Beispiel das Einrollen. Aber auch das Einrollen und Zusammenschieben. Wichtig dabei ist immer, das Kinn geht nach unten. Das heißt, wir schieben nicht nur. Das Kinn ist unten, also automatisch diese Ansatzmaskeform, die wir auch beim Trompetespielen brauchen können. Das nach unten gezogene Kinn ist letztendlich unsere Basis, dass die Lippen oben entspannt sein können und natürlich dann dementsprechend die richtige Frequenz erzeugen können. Aber natürlich immer mit etwas mehr Spannung, damit die Luft eben ins Instrument geht und nicht an den Mundwinkeln etc. eben entweichen kann. Wenn du das trainierst, Markus, versuch auch mal die Spannung zu halten. Und dich auf den Punkt zu konzentrieren mental, wo vorher die Luft entwichen ist. Du trainierst so automatisch deinen Ringmuskel, damit er lernt, von allen Seiten sich gleichmäßig anzuspannen bzw. zu belasten und dementsprechend wirkst du natürlich der Schwachstelle entgegen. Das heißt, dort wirst du erreichen, dass die Lippe auch dicht ist und keine Luft mehr entweicht und dadurch profitierst du zum Beispiel durch einen klaren Trompetenton oder zum Beispiel mehr Effizienz in Sachen Luftdruck in der höheren Lage, da ja nichts entweicht etc. pp. Also die Lippe muss dicht sein, ansonsten hat man immer Nachteile und die wollen wir natürlich nicht haben, sondern wir wollen effizient und möglichst ökonomisch Trompete spielen, damit wir eben auch wie zum Beispiel unsere Kraft der Luft nutzen können. Markus, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Lass am Ende von dem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.